Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims 4 City Life Challenge mit Shannon. Ja! Auf jeden Fall, bevor wir anfangen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Views, an die ganzen Kommentare, an die ganzen Likes, an dieses Feedback vom allerersten Video dieser Challenge. Das bedeutet mir unendlich viel, ihr Lieben. Das bedeutet mir wirklich so viel. Es ging so ab. Ich hätte damit niemals in meinem ganzen Leben gerechnet, dass das erste Video direkt so ankommt. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich baff. Und ich hoffe, dass dieses Video genauso gut ankommen wird. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Ja, unsere liebe Shannon hat in der letzten Folge tatsächlich schon eine ganze Menge erlebt. Also sie hat ein paar neue Leute kennengelernt, sie hat ein bisschen Dinge gesammelt, die sie verkaufen musste. Und am Ende ist sie sogar der Gruppe Die Idole beigetreten und hat so ihre allererste kleine Gemeinheit ausgeheckt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. So, ja, und hier haben wir sie auch schon, unsere liebe Shannon. Oh. Ich glaube, das ist gerade wirklich peinlich. Guten Morgen. Oh, Arme. Sie hat wirklich super geschlafen, wie ihr sehen könnt. In der Nacht kam der Vampir zu Besuch. Ja, die Maus ist auch immer noch da. Sie hat den Wunsch, sich über ein Apartmentproblem zu beschweren. Und ich würde sagen, die Mäuse sind auf jeden Fall perfekt dafür geeignet, dass sie sich beim Vermieter beschwert. Hallo? Ja, ich rufe an wegen meinem Apartment. Das geht ja wohl gar nicht. Hier sind Mäuse. Können Sie die bitte entfernen? Ich weiß ja nicht, was Sie mir hier vermietet haben, aber das geht ja wohl gar nicht. Oh mein Gott, stinken tut es auch noch. Oh Gott, sie macht alles. Gott sei Dank. Ja, tschüss Shannon, viel Spaß in der Schule. Oh, sie tut mir so leid. Sie geht jetzt stinkend in die Schule. Das ist richtig peinlich. Gruppenprojekt. Die letzte Hausaufgabe von Shannon ist ein Gruppenprojekt. Die anderen Schüler der Gruppe sind alle sehr schlau. Soll sie versuchen, genauso beizutragen wie die anderen oder sie die ganze Arbeit machen lassen? Es ist Shannon, nichts für ungut. Also normalerweise machen meine Sims ja immer mit, ne? Ich bin ja normalerweise wirklich sehr nett, aber Shannon beitragen zu einem Gruppenprojekt? Nein. Die Streberkinder wollen lieber etwas schnell und richtig selbst machen, anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes ihnen zuvorkommt. Es ist ihnen egal, dass Shannon nicht mitarbeitet und sie sonntigt im Glanz der anderen. Hi, toll. Leistungsverbesserung klein. Oh Gott, warum muss es mir immer so scheiße gehen? Oh, ich hab kein Bock mehr. Oh mein Gott, sie ist gekränkt. Das mit den Hausaufgaben lassen wir vielleicht heute. Ganz ehrlich, wie praktisch, dass wir hier draußen auf unserem Hausflur, beziehungsweise in unserem Hausflur, einen Spiegel haben. Hello! Unser Nachbar ist auch da. Oh, hey Leute. Na, wie geht's euch? Hello! Ja, geil. Ich freue mich auch voll, dich zu sehen. Sehr schön. Also ich finde, sie sind erstmal vielleicht gar nicht so ein schlechtes Dreiergespann, ne? Ich meine, so als Nachbarn. Ah, geil. Das geht ja wirklich. Wie cool. Guck mal, wir haben einen Fuchs in unserer Wohnung, weil wir wilde Füchse ausgewählt haben. Und ich glaube, der hat alles dreckig gemacht. Warum? Hallo. Ich mag den gerade voll. Oh, ein Staubtierchen haben wir auch noch. Ey, ganz ehrlich, mit den Sachen können wir voll gut Geld verdienen. Herzlich willkommen zurück, liebe Shannon. Hä? Warum denn der Direktor? Hat angerufen, um Bescheid zu sagen, dass es um meine schulische Leistung nicht glaube. Oh mein Gott. Wir stehen kurz davor, 4 zu stehen. Ich hatte noch nie einen Sim, der so schlecht war in der Schule. Oh mein Gott. Wir sollten uns vielleicht endlich mal anstrengen. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal ordentlich in der Wohnung zu tun, bevor wir uns erstmal überhaupt mehr oder weniger annähernd damit beschäftigen können, dass wir duschen gehen können, dass wir ein bisschen Spaß haben, dass wir dann nicht mehr so angespannt sind und überhaupt Hausaufgaben machen können. So, also Shannon ist auf jeden Fall fertig mit ihren Hausaufgaben und ich habe beschlossen, damit sie sich nicht ganz so schlecht fühlt, dass sie hier duschen gehen will, habe ich beschlossen, dass wir hier nicht alleine hingehen, beziehungsweise dass sie nicht alleine hingeht, sondern sie hat Zora eingeladen. Ja, und die beiden Mädels werden jetzt zusammen hier im Fitnessstudio ein bisschen trainieren. Hallo, guck mal, die Haare hat sie sich jetzt auch noch schick gemacht und ihr geht's halt natürlich jetzt nicht so gut, ne? Diese Frisur passt einfach so perfekt zu ihr, ne? Jetzt könnt ihr nebenbei auch noch ein bisschen quatschen, während ihr joggt. Ich weiß, Shannon braucht natürlich keinen Sport, aber das ist halt einfach nur, es ist halt einfach ihre Ausrede gewesen, damit
damit sie hier duschen gehen kann. Einfach dieses Sport machen. Sie wollte halt nicht schon wieder hier hinkommen und einen auf... Oh mein Gott, ich bin die arme Kleine von nebenan. Es war ihr ein bisschen peinlich. Ah, das sind die zwei im Fitnessstudio, die immer mehr quatschen, als sie trainieren, sich immer so die anderen Leute angucken und lästern. Unfug lieber nicht. Du magst keinen Unfug? Was? Ja, gut, okay. Also Schelmfähigkeit hasst sie. Kennst du unseren süßen Nachbarn? Der ist voll toll. Meinst du den? Ja, der ist voll süß, oder? Ein pinker Hubschrauber. Du hast einen pinken Hubschrauber. Oder? Der ist doch pink, oder? Oh, gucke. Marco, hallo. Das ist übrigens ein Sim, den ich durch Zufall im Creative Sim erstellen habe lassen und den ich dann hier habe einziehen lassen. Und ich finde ihn so süß. Und natürlich wollen wir ihn jetzt auch mal kennenlernen. Oh, er ist so süß. Er ist knuffig, oder? Was sagt ihr? Mag malen nicht. Okay. Holy shit, ich habe noch keinen Sim getroffen, der malen nicht mag. Hallo. Wie schön, dass sie mir nicht mal Hallo sagt, obwohl sie da ist. Was ist sie denn für eine Freundin? Und ich habe mir in der letzten Folge voll den Arsch für sie aufgerissen, ne? Um zu versuchen, dass sie auch in die Idole reinkommt. Und was macht sie? Gar nichts. Und das finde ich jetzt gerade so ein bisschen fies, muss ich ehrlich gestehen. Nehmen wir erstmal so hin, dass Kaori mich ignoriert. Es ist Freitag, es ist 24 Uhr fast. Und zwar, ich habe Shannon heute die Schule schwänzen lassen. Beziehungsweise sie hat jetzt unbewusst die Schule geschwänzt, weil ich einen Tag Urlaub nehmen wollte. Sie das aber irgendwie abgebrochen hat. Auf jeden Fall geht es uns jetzt wieder richtig scheiße. Wir sind immer noch echt schlecht. Aber ich habe die Hausaufgaben gemacht. Das heißt, am Montag ist alles wieder so halbwegs gut. Dann habe ich sie den ganzen Tag damit verbringen lassen, ein paar Dinge zu sammeln, damit wir endlich mal so ein bisschen hochkommen. Das heißt, wir haben 1500 Simoleons zusammen. Ich habe gesagt, ab 1000 dürfen wir Pflanzen anpflanzen. Und deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen Obst und Gemüse kaufen, was wir dann auf unserem Balkon anpflanzen können. Beziehungsweise eigentlich in der Wohnung, damit sie das ganze Jahr überblühen. Weil wir haben alles Mögliche, vor allem Platz. So, Brombeeren kann ich jedem empfehlen. Normalerweise nur im Sommer übrigens. Aber das ist eine der einfacheren Obstsorten, die wirklich richtig viel Geld bringen. Also wenn ihr mal was sucht, was Geld bringt, nehmt euch auf jeden Fall Brombeeren mit. So, Erdbeeren einfach, weil sie lecker sind. Weintrauben bringen ebenfalls sehr viel Geld ein. Außerdem habe ich mir überlegt, wir verbessern ja so oder so die ganze Zeit unsere Geschicklichkeitsfähigkeit, damit dass wir Kakerlaken wegmachen, Mäuse wegmachen, etc. 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 Und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir uns einen Tisch holen und dann einfach unsere Möbel selber herstellen. Leute, das ist einfach die Idee, ne? Weil der Flohmarkt ist ja nicht so oft da. Ich weiß, es gibt einen Mod, der das ändert, aber den möchte ich ehrlich gesagt nicht benutzen, weil das für mich irgendwie so ein bisschen Richtung Cheating geht. Da, ist echt teuer, ne? Aber es ist es wert. Natürlich haben wir jetzt immer noch nichts, aber das wollen wir herstellen. Hello, kleine süße Mäuschen. Oh, ich kann mich mit dir anfreunden. Falls ich mir irgendwann in Zukunft einen Staubsauger leisten können sollte, damit ich hier staubsaugen kann, was auf jeden Fall ziemlich nötig ist, dann wird diese Wollmaus nicht mehr eingesaugt. Abgesehen davon kann sie eine ansehnliche Menge Simoleons mitfinden und seltene Objekte. Ich würde sagen, wir haben einen ziemlich guten Weg gefunden, um an Geld zu kommen, oder? Und die zweite, die kriegen wir auch noch so weit. Vernichte mal bitte die Kakerlaken, fütter deine Wollmaus, mach den Dreck weg. Oh, Puh, ist anstrengend. Ich habe uns definitiv keinen Gefallen getan mit diesen ganzen Challenges hier in der Wohnung. Ich mag es irgendwie trotzdem. Oh mein Gott, wir haben Fledermäuse in der Wohnung. Oh. Ja, genau, geh mal schnell. Da würde ich auch vor Angst einkacken. Aber dafür haben wir eine dritte Wollmaus. Yay! Das sieht aus hier. Es ist so schlimm. Ich habe mir gedacht, ich werde hier wieder auf dem Parkgrundstück duschen gehen. Eigentlich wollte ich was mit den Idolen machen, aber ich habe mich jetzt so lange damit beschäftigt, die ganzen Sachen zu sammeln und so weiter und so fort, dass ich es leider nicht geschafft habe, mich nochmal mit der Gruppe zu treffen. Aber ich würde natürlich auch gerne noch ein paar andere Leute kennenlernen. Deswegen habe ich mir den Marco mitgenommen. Und das Romantikfestival ignorieren wir jetzt mal, weil wir sind noch nicht verliebt. Das ist der Punkt. Wir sind noch nicht verliebt. Das ist auch so ein bisschen, ja, mein Problem, würde ich sagen, weil ich würde natürlich schon gerne, dass sich Shannon so ein bisschen verliebt, denn ich würde eigentlich auch gerne das so machen, dass sie halt mehr als nur eine Beziehung hat, was jetzt nicht unbedingt so einfach ist. Okay.
Oh, wow. Oh, sie wusste ja gar nicht, dass ihr Nachbar auf sie steht. Ich habe gehört, dass es dir in letzter Zeit nicht gut ging. Vielleicht würde es dich etwas aufheitern, auf dem Romantikfestival Blütenblätter zu streuen. Wie wär's? Ist das ein Date mit ihrem Nachbar? Oh mein Gott, Leute! Natürlich! Marco hat ja sowieso seinen Kumpel da gefunden und der hat uns jetzt sozusagen stehen lassen. Also gehen wir natürlich mit Maurice mit. Keine Frage. Hallo Leute, ich gehe heute auf das Romantikfestival. Kommt ihr auch? Guck mal, mit wem ich hier bin. Nice, oder? Das ist mein sexy Nachbar. Der hat auch gar nicht mitbekommen, dass ich ein Bild von ihm gemacht habe. Wir sollten zusammen einen Tee trinken. Was hältst du davon? Guck mal, ich habe gehört, der Tee auf dem Romantikfestival soll unendlich lecker sein. Wollen wir den zusammen mal ausprobieren? Komm, lass uns zusammen eine Tasse Tee trinken. Das macht man doch hier auf diesem Festival, oder? Jetzt trinkt sie doch alleine. Lile? Okay, gut. Ich wollte schon sagen. Aber du musst doch auch ein Tässchen trinken. Hast du keinen Durst? Das ist ein absolut anregendes Getränk. Ich kann es nur empfehlen, das zu trinken. Ihr bestellt nie mit. Merkt ihr das? Weiß nicht, was er vorhat, aber er will auf jeden Fall, dass sich Shannon mit dem Tee betrinkt, aber er will selber nichts trinken. Welche Absicht könnte dahinter stecken, Leute? Welche Absicht? Ich würde sagen, die bändeln wahrscheinlich ein bisschen miteinander an. Oh, sei ein bisschen romantisch. Und dann vor allem noch mit der Musik. Ne? Die Musik ist so schön. So schön. Oh, ich habe ihn kokett gemacht, Leute. Ohne Tee. Oh, Shannon sieht einfach so unendlich gut aus, ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Maurice gar nicht wirklich uninteressiert war, sondern vielleicht ist er auch einfach nur jemand, der schüchtern ist. Vielleicht ist Maurice einfach ein schüchterner Sim. Ein schüchterner junger Mann, der Shannon gesehen hat, sich Hals über Kopf vielleicht auch einfach verliebt hat, wer weiß. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, werden mal gucken, ob er vielleicht auch wirklich Single ist. Wer weiß, vielleicht könnte sich da irgendetwas ergeben in naher Zukunft. Er ist auf jeden Fall schon mal Single, das ist schon mal sehr gut. Er hat schon Interesse, oder? Er hat definitiv Interesse. Ist zwar natürlich um einiges älter, das macht die Sache vielleicht jetzt nicht unbedingt so einfach für die beiden. Oh, danke, Shannon. Was für eine wunderschöne Rose. Vielleicht wäre er auch eher so ein Kandidat, eventuell der Schlüssel bekommt später. Mal gucken. Wir küssen uns noch nicht. Wir sind ein bisschen... Shannon ist ja noch ein Teenager, das heißt, sie hat ja noch gar nicht diese Übung. Sie ist ja jetzt noch... Sie ist zwar eingebildet und sie ist auch ein bisschen intrigant und so. Oh. Hallo, ich habe gesagt, ihr küsst euch nicht. Okay, so viel dazu. Ich wollte doch einen romantischen ersten Kuss haben, Mann. Sie ist süß. Aber sie läuft schon wieder an mir vorbei und sagt nicht Hallo. Kaori, was bist du für eine Freundin? Aber gut, diesmal wollte sie vielleicht auch einfach nicht stören. Das kann ich auch verstehen. Oh mein Gott, sie sind so süß. Guck mal, tauscht mal eure Nummern aus, dann könnt ihr euch in Zukunft anrufen. Das wäre doch mal was. Oh, Kaori. Jetzt kommt sie Tag sagen. Ja, jetzt kommst du Tag sagen. Das ist aber schön. Hallo, Kaori. Warte. Wir reden jetzt noch mal ein bisschen mit ihr, weil jetzt kam sie endlich mal an. Jetzt hat sie endlich mal das Gespräch mit uns gesucht. Also sie hat uns nicht ignoriert. Kam nur so rüber. Sie hat uns eventuell nicht gesehen, wer weiß. Hot Date auf dem Romantikfestival mit dem Nachbarn. Er ist weg, er hat keine Zeit mehr. Das ist nicht schlimm. Es ist ja auch schon wieder sehr, sehr, sehr spät. Morgen ist Sonntag. Ja, wir werden morgen auf jeden Fall den Sonntag mit den Idolen verbringen. Und ich hoffe, wir haben schönes Wetter, dass wir baden gehen können. Ja, mal gucken. Also es wird zumindest in San Myshuno wird es sonnig. Wie es in den anderen Welten aussieht, wissen wir immer nicht. Wenn es schönes Wetter ist, gehen wir schwimmen. Und wenn es blödes Wetter ist, dann haben wir einfach Spaß mit dem Kleiderschrank und zeigen uns so gegenseitig ein paar neue Outfits, die wir so entwickelt haben und so weiter und so fort. Dann werden wir anfangen, unseren Plan von letzter Folge so ein bisschen umzusetzen. Werden uns mit allen anfreunden und dann so langsam, aber sicher die Gruppenanführerinnen halt so rausschmeißen. Aber diese Folge war mir wichtig, dass wir etwas anderes machen. So. In diesem Sinne würde ich Shannon jetzt auf ihre lang ersehnte Toilette schicken mit diesem Bild. Das ist so schön. Ich liebe es.
Gut. Aber mit diesem Bild machen wir jetzt wirklich Feierabend. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, mit wem sie am Ende vielleicht sich mehr besser versteht. Maurice ist jetzt erstmal ihre Nummer 1, weil er hat nach einem Date gefragt. Marco hat sie leider so ein bisschen stehen lassen im Park. Das fand ich jetzt persönlich nicht so nett. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das fandet. Und deswegen werden wir Marco auch nicht mehr anrufen, denn das lässt die Shannon natürlich absolut gar nicht gefallen. Sowas geht absolut gar nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es macht mir momentan wirklich super viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Folge wie ich. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.